Leistungsintensive Anwendungen erfordern eine performante Workstation mit allen neuen Standards. Dass das Ganze auch platzsparend geht, zeigt die neue Mini-Workstation vom Bluechip. Die Basis des Gerätes ist die Intel NUC Extreme Plattform. Diese bieten wir als i7 und als i9 an. Des Weiteren kann in dem Gerät eine dedizierte Grafikkarte verbaut werden, zum Beispiel eine Radeon Pro, eine GeForce Grafikkarte oder eine Nvidia Quadro Grafikkarte. Dass das Ganze noch sehr kompakt ist, sehen wir hier in einem kurzen Vergleich. Hier eine Workstation im ATX-Format mit 42 Liter Volumen, daneben eine Workstation im Micro-ATX-Format mit 25 Liter Volumen und hier unsere neue Mini-Workstation mit gerade einmal 8 Liter Volumen. Da wir gerade beim Gehäuse sind, schauen wir uns die Anschlüsse des Gerätes mal genauer an. Bevor wir zu den Anschlüssen kommen, noch ein Highlight des Gerätes. An der Unterseite sind LED-Stripes verbaut, die farblich geändert werden können. Und das Logo ist auch hintergrundbeleuchtet und kann von uns individuell gestaltet werden. An der Frontseite befindet sich ein USB 3.2 Gen 2 Typ C Anschluss, ein USB 3.2 Gen 2 Typ A Anschluss, ein SDXC-Slot und eine Audiobuchse. Auf der Rückseite befinden sich 6 USB 3.2 Gen 2 Typ A Anschlüsse, 2 Thunderbolt 4 als Typ C, 2 LAN-Schnittstellen, einmal als 10 Gigabit und einmal als 2,5 Gigabit und der HDMI-Ausgang, der im Fall einer installierten Grafikkarte natürlich durch die Anschlüsse der Grafikkarte ersetzt werden. Hier im Bild rechts der Power-Anschluss oben und der Kensington-Lock. Wie wir gesehen haben, sind die aktuellsten Anschlüsse reichlich vorhanden. Schauen wir uns jetzt das Innere an. Um das Gehäuse zu öffnen, entfernen wir die Rückseite. Und beide Seitenteile. Und klappen den Deckel auf. Als erstes sehen wir im Deckel die effiziente Kühllösung, 3 8 cm Lüfter, die die warme Luft durch den Kamineffekt nach oben aus dem Gerät tragen. Hier vorne die Grafikkarte, das 650 Watt Goldnetzteil und im Hintergrund das Element, wo die restlichen Komponenten verbaut sind. Zum Thema Grafikkarte noch, wir haben einen PCI Express 5.0 Steckplatz. Und wir können eine Grafikkarte mit Dual-Slot-Kühlung verbauen und eine Baulänge bis zu 30 cm kann verbaut werden. Kommen wir jetzt zu dem Element, in dem sich die restlichen Komponenten befinden. Um an das hintere Element zu kommen, bauen wir die Grafikkarte aus. Jetzt sehen wir das Element, was wir uns im Detail anschauen. Um an das Innere zu gelangen, entfernen wir den Kühler. Das Herzstück des Ganzen ist natürlich der Intel-Prozessor. Hier in der 12. Generation als i7 oder als i9 verbaubar. Dann haben wir auf der linken Seite den Arbeitsspeicher bis zu 64 GB, SO-DIMM DDR4 kann verbaut werden. Und im Gerät können noch 3 M2 SSDs als SATA oder NVMe verbaut werden. Hier sehen Sie die 2. Und die dritte SSD ist auf der Rückseite, die auch von außen zugänglich ist. Wie Sie gerade gesehen haben, können in der Mini-Workstation bis zu 3 SSDs verbaut werden. Hier empfehlen wir NVMe-SSDs, zum Beispiel die Samsung 89 Pro. Durch PCI Express 4.0 können bis zu 7000 MB pro Sekunde übertragen werden. WLAN ist mit an Bord. Das Modul befindet sich hier unter den M2 SSDs und ist als Version 6E verfügbar mit Bluetooth 5.2. Mein Fazit: Durch die Installation einer Desktop-Grafikkarte in einem solchen kompakten Gehäuse ist es eine sehr interessante Ergänzung im Workstation- und High-End-Segment. Die richtige Konfiguration finden Sie über unseren Konfigurator oder Sie wenden sich an unser Vertriebsteam.